Moin Leute, Jakob hier. Ich bin im Baltikum unterwegs, an einem wunderschönen, großen, abgelegenen Waldsee. Die nächsten 4 Tage bin ich hier ohne Essen, ohne Wasser unterwegs und versuche mich aus der Natur zu bedienen. Wir haben jetzt Spätherbst, die Temperaturen sind ziemlich kalt und nachts auch unter Null mittlerweile. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Zuallererst und am wichtigsten die Kukri, die ich im letzten Video geschmiedet habe. Plan ist, sie zu testen und zu schauen, wie sich die so bewährt. An der Kukri ist ein Feuerstarter dran. Dann habe ich mit einen Biwaksack von der Bundeswehr, meinen Daunenschlafsack von Cumulus mit hydrophober Daune, meine Winterisomatte von Thermarest mit einem ziemlich hohen R-Wert, mein Leatherman Multitool, Topf mit Deckel und mein Lieblingskaffee. Das Wasser im See ist relativ dreckig, deswegen nehme ich meinen Wasserfilter mit, auch ein bisschen aus Faulheit. Dann habe ich mit Pfeffersalz einmal, ein bisschen Luxus mit dabei. Eigentlich wollte ich erst hier so eine Handleine mitnehmen, ist tatsächlich hier aber nicht erlaubt. Deswegen habe ich diese Angel mit und im Boot habe ich noch eine weitere zusammengepackt. Ansonsten habe ich hier so ein paar Haken, Stahlvorfach habe ich dabei. So ein paar Kunstköder habe ich auch dabei. Zweimal so eine kleine Bimmel. Genau, und ansonsten hier nochmal Schnur und so weiter. Außerdem habe ich noch ein paar Bücher mitgenommen. Naja, Kajak und Paddel, sonst wäre ich ja nicht Kajakob. Zum Thema Sicherheit, Kfz-Verbandskasten. Und ich habe ein Handy dabei, aber ohne SIM-Karte. Meine Freundin hat mir auch ein wunderschönes Hintergrundbild eingestellt. Dann habe ich natürlich noch Kameraausrüstung mit, Objektive, Zubehör, Kram, Drohne. Was ich leider auch mit dabei habe, ist die Erkältungsseuche von meiner Freundin. Ihr habt es schon gehört. Eigentlich wollte ich schon vor 2 Tagen los. Ich habe mich dann aber doch im Auto noch ein bisschen auskuriert. Ich hoffe, es geht jetzt. 79,9. Direkt hier an meinem Startpunkt habe ich erstmal einen sehr schönen Fund gemacht. Findet man selten. Der Pilz hier ist der rauchblättrige Schwefelkopf. Der ist ein sehr guter Speisepilz. Und man findet ihn eigentlich immer auf alten Baumstümpfen oder Totholz. Insbesondere die Kiefer mag der ganz gerne. Auf jeden Fall kein Anfängerpilz. Weil man den recht gut verwechseln kann. Den nehme ich mit als Starterbonus. Plan ist jetzt, erstmal das Boot packen und ein bisschen die Umgebung erkunden. Und ein geeignetes Lager finden. Hier hinten ist so eine Bucht, die würde ich gerne als erstes auschecken. Hier ist dann wohl Ende. Ich steige doch mal kurz aus und gehe ein bisschen erkunden. Ich habe hier gerade, also ich rieche hier auf jeden Fall irgendwo Wasserminze. Keine Wasserminze, aber Giersch habe ich gefunden. Ich hau mir davon jetzt auf jeden Fall einiges rein. Energie gibt es dadurch nicht wirklich, aber Giersch enthält auch sehr viel Vitamin C. Gut für meine Erkältung. Ich habe hier direkt am Ausstieg noch eine andere Pflanze entdeckt, die ich gerne finden wollte. Und hier ist sie schon. Und zwar ist es die Nachtkerze, die 2-jährige Nachtkerze. Man erkennt die an dieser Blattrosette und wenn ich das Ding jetzt ausbuddel, hängt da so eine Art Möhre dran. Und das Ding hier ist tatsächlich ein essbares, stärkehaltiges Gemüse. Ja, guter Fund. Ich hoffe, es gibt noch ein paar mehr davon. Oha. Ich muss direkt mal nochmal meinen Topf holen. Und das Schöne ist, neben den echten Pfifferlingen hier wachsen direkt auch noch so ein paar falsche Pfifferlinge. Geil, oder? Und knollenweise Flaschenboviste. Die sammle ich auch ein. Die sind zwar jetzt nicht so doll zum Essen, aber kann man schon mal machen, wenn der Hunger dann kommt. Ich passe hier wirklich ein bisschen auf, wie die auch aussehen. Die nehme ich nicht mehr. Die sehen schon so angedätscht aus. Tatsächlich treten die meisten Pilzvergiftungen auf, weil man zu alte, schlechte Pilze isst, nicht weil man giftige isst. Schöner Fund auf jeden Fall.
Ich habe mir hier den wasserdichten Sack von meiner Kamera geschnappt, weil ich keinen Bock hatte, den Topf jetzt rauszukramen. Ich bin jetzt hier auf so einer Lichtung angekommen und da hinten stehen so ein paar Sträucher, die gehe ich noch austracken. Ich habe den Strauch hier gefunden. Der sieht vom Habitus so ein bisschen aus wie eine Birne. Und ich vermute, es ist die Felsenbirne. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Könnte aber auch irgendwas anderes sein. Ich weiß es nicht einfach. Ja, nervt ein bisschen. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, in dem Bach hier so ein paar kleine Fische zu sehen, aber Fische mit Ü. Ich habe noch keinen einzigen gesehen hier. Stattdessen sehe ich Schaum. Und die Pflanzen, die hier so wachsen, zeigen auch tendenziell eher eine schlechte Wasserqualität an. Was ich gerade auf jeden Fall gefunden habe, ist die Ursache des Minzegeruchs vorhin. Das ist nämlich hier die Wasserminze. Tatsächlich auch nicht unbedingt ein Zeiger für gute Wasserqualität. Aber ich nehme mir ein bisschen was mit für einen Tee nachher. Ich habe hier auch was gefunden, was wirklich Gold wert ist. Der Boden hier ist schlammig, nicht so sandig wie sonst überall. Und ich habe hier gerade so ein bisschen reingehackt. Und hier gibt es Regenwürmer. Es ist extrem schwierig, Regenwürmer auf so einem reinen Sandboden zu finden. Es ist auf jeden Fall ziemlich kalt hier im Bachtal. Hier ist auch noch der Frost am Moos. Na, was ist das? Gifthäubling. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich muss noch eine Lagerstelle suchen. Ich dachte, ich könnte vielleicht hier lagern, aber es ist jetzt dann noch nicht so gemütlich. Eher kaltes, nasses Tal. Außerdem habe ich irgendwie Bedenken, dass das Wasser verunreinigt ist, weil ich keinen einzigen Fisch gesehen habe in dem Bach. Und auch weil die Zeigerpflanzen eher dafür sprechen, dass es schlechte Wasserqualität ist. Was meine Theorie zum Schmutzwasser auch nochmal bestätigt, ist hier diese kleine Wasserlinse. Die kommt damit auf jeden Fall sehr gut klar und mag das auch. Und außerdem gibt es hier auch eine Menge von denen. Das sind Posthornschnecken. Die sind auch so ein Zeiger für schlechte Wasserqualität. Ich meine, ich habe zwar einen Filter, aber ich glaube, ich möchte mich trotzdem dann nicht hier am Wasser bedienen und deswegen ist es auch einer der Gründe, warum ich jetzt erstmal weiter schaue. Na, was ist das? Noch ein Pfifferling hier. Zum Thema Angeln. Ich habe verschiedene Strategien, die ich probieren möchte. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass es Fische gibt, weil ich vor 2 Tagen hier schon was gefangen habe. Wow. Ach du Scheiße. Das ist ja das übelste Gerät. Ich habe gerade den übelsten Oschi-Hecht gefangen. Ich denke mindestens 80 cm. Ich werde jetzt genauso wieder einfach den Köder hinterm Kajak hinterherziehen. Das würde auch einfach mit einer Leine gehen. Es müsste nicht mit einer Angel sein, davon abgesehen. Den packe ich mir ein. Hier ist auf jeden Fall irgendwie so eine Treppe, die hier hochgeht. Die Einheimischen haben hier rings um den See relativ viele Campspots, die ich gesehen habe. Problem ist so ein bisschen, dass da das Holz ziemlich abgegrast war überall bisher. Aber ich gehe hier trotzdem mal gucken. Geil, da wächst einfach ein Gänseblümchen. Ein sehr schönes Gänseblümchen. Das esse ich dann. Also die Holzsituation sieht eigentlich ganz okay aus soweit. Was mich allerdings so ein bisschen stört, ist der Wind, der hier weht.
Ich behalte das im Hinterkopf und paddel noch mal ein Stückchen weiter und guck mal, ob es noch was Besseres gibt. Manu, komm schon. Das da vor mir sieht ziemlich vielversprechend aus. Hier ist auch windstill. Alter, ist das insane schön hier. Ich hatte gerade kurz so ein bisschen ein Tief, aber jetzt, wo ich das hier sehe, ist meine Laune direkt 10-mal besser. Jetzt setzt so ein bisschen der Anfangshunger gerade ein. Ich glaube, wir nehmen das. Das gefällt mir. Das ist ja auf jeden Fall eine Stelle, wo Leute campen. Mülleimer. Mal wieder eine Plane gefunden. Wenn ich die jetzt wieder für mein Camp nehme, dann kriege ich wieder aufs Maul in den Kommentaren. Eigentlich braucht man überhaupt kein Tarp mitnehmen, weil es gibt überall eine Plane. Das größte Problem hier ist eigentlich, dass es sehr wenig Holz gibt. Mal wieder. Außer da oben, da gibt es ganz viel in so 5 bis 10 Metern Höhe. Was ist denn das da? Ein Stein. Wow. Und das da? Ein lila Stein. Eine Bommel. Gefrorene Pilze. Geil. What the fuck? Die geht ja sogar noch. Was haben wir hier? Ein USB-C-Kabel, auch gut. Aber leider fehlt eine Seite. Warte mal, was ist denn das jetzt? Was ist das denn, Alter? Da hat irgendjemand versucht, glaube ich, sein Gerät mit... Weiß nicht, was hat denn so ein Anschluss hier? Eine Autobatterie? Da kannst du es doch nicht mit 12 Volt laden, oder? Es braucht auch 5 Volt. Heute ist strahlend blauer Himmel. Ich habe jetzt eigentlich wenig Sorgen, dass es regnet. Sprich, ich habe morgen noch Zeit, ein Shelter zu bauen. Ich kann mich einfach hinflacken. Was natürlich geil wäre, ist ein Feuer. Zur Not habe ich den Biwaksack und die Plane von oben. Ich werde mir jetzt erstmal so viel Holz sammeln, wie ich kriegen kann. Denn mir ist es wirklich wichtig, die Prioritäten laut Lehrbuch zu befolgen. Und die korrekte Reihenfolge ist immer erstmal Kaffee, dann ich gehe doch hier runter ans Wasser, weil erstens der Ausblick viel schöner ist. Und zweitens, ich näher an den Angeln bin. Buddel mir jetzt hier ein bisschen eine gerade Fläche hin. Das will ums Verrecken nicht anbrennen. Ja, auch gut. Jo, ich habe jetzt hier nochmal von der Birke möglichst feines runtergeschnitzt. Der Rohrkolben, der brennt einfach irgendwie ums Verrecken nicht. Der glimmt irgendwie nur. Liegt, glaube ich, daran, dass der noch zu frisch war. Ich schnitze mir jetzt hier so ein paar Späne noch ab. Das macht auch der Klinge nichts. Nur die Hitze, wenn es anbrennt, macht der Klinge was, wenn dann. Und das geht halt einfach immer. Immer. Birke, beste.
Ich bereite jetzt ganz kurz die Angel vor und versuche mir einen kleinen Fisch zu fangen. Hier so nebenbei. Als erstes schnitze ich mir dazu erstmal hier so ein bisschen so eine Art Pose. Einfach Stöckchen, reicht. Wasser hat erstmal gekocht. Und dann gibt es noch einen guten alten Fichtentee. Eigentlich ist der Plan ganz einfach. Ich nehme das Stöckchen, da ziehe ich quasi die Angelschnur so rein, dass die sich hier einklemmt. Dann auf der anderen Seite derselbe Spaß. Und jetzt habe ich eine Pose. Dann suche ich mir hier so einen kleinen Haken. Stock hat sich bewegt. Ja, Stock bewegt sich. Aber in welche Richtung? Jo. Das ging ziemlich schnell auf jeden Fall. Gerade mal, keine Ahnung, eine Minute oder so drinne. Und den erstes Rotauge. Ich versuche noch ein paar mehr davon zu kriegen. Sind jetzt doch nochmal Wolken aufgezogen und es wird auch langsam dunkel. Ich schaue jetzt mal, dass ich mein Lager so ein bisschen vorbereitet bekomme, bevor es ganz dunkel ist. Ich habe den Biwaksack, falls es regnet, kann ich mich darin verkriechen. Das ist zwar nicht sonderlich bequem dann. Fürs Erste sollte es reichen. Ich möchte jetzt gerne noch versuchen, diesen kleinen Fisch in einen großen Fisch zu verwandeln. Dazu habe ich hier diese Stahlvorfächer mit den Haken dabei. Oh oh, oh oh. Normalerweise fädel ich mir den Fisch mit einer Ködernadel auf, aber die habe ich offensichtlich leider verloren. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen improvisieren und mir eine Bush craften. Aber im Grunde geht es darum, jetzt habe ich auch noch meinen Haken wieder verloren, oh nee, dass die Schnur durch den Fisch durchläuft, damit der Raubfisch nicht misstrauisch wird. Das ist insbesondere wichtig bei Zander. Zander sind sehr zickige Fische. Da wir hier relativ trübes Wasser haben, hoffe ich, dass es hier einen Zanderbestand gibt. Tatsache, ich weiß es nicht, dass das klappt. Naja, auf jeden Fall. Er piekt sich am Schwanz ein und kommt dann hier beim Kopf wieder raus. Dann hänge ich die Lasche hier ein und ziehe das ganze Ding zurück. Das hier ist so ein Zwillingshaken, der hat so einen kleinen Haken und einen großen. Der kleine ist eigentlich nur, um den großen in Position zu halten. Naja, auf jeden Fall ist es die einfachste Montage ever. Es ist quasi einfach nur dann jetzt hier dran gebunden. Und dann muss man nur noch sicherstellen, dass die Schwimmblase vom Fisch kaputt ist, damit der nicht nach oben treibt. Und dann werfe ich das Ding einfach so, wie es ist. Ein Stückchen raus. Muss gar nicht so weit sein. Zander vor allem. Ziehen abends und nachts dann am Ufer lang und jagen. Alter, ich habe mich gerade gefragt, was in dem Baum so glitzert. Möchte ich auf jeden Fall nicht nachts im Biwaksack haben. Im Grunde habe ich seit gestern Nachmittag nichts mehr gegessen. Ja, bisher hält sich mein Hunger noch in Grenzen. Vorhin war mal kurz so ein Moment. Ich habe doch noch Hunger bekommen. Ich mache mir die Pilze bis auf die Boviste, auf die habe ich keinen Bock gerade. Und meine Nachtkerze. Das Wasser habe ich abgegossen. Gebraten wäre natürlich nicer, aber ich habe halt nichts zum Braten. Ich glaube, Braten ohne Öl geht nicht. Pfifferling ist trotzdem gut. Geht auf jeden Fall klar. Rauchblättriger Schwefelkopf. Probieren wir mal. Ja, kann doch noch ein bisschen Salz dran.
Das Ding ist halt, das Salz macht es echt aus. Ohne Salz schmeckt einfach alles miserabel. Jetzt probiere ich mal die Nachtkerze. Habe ich noch nie gegessen tatsächlich. Ist auch noch ein bisschen Schmock, Dreck dran. Hat aber irgendwie auch so einen seltsamen Beigeschmack. So ein bisschen, weiß nicht, meerrettichartig. Ich warte erstmal ab, wie gut ich das vertrage, bevor ich das ganze Ding esse. Ich bin Knülle, habe mich in den Schlafsack gehauen, lese noch ein bisschen. Es gibt heute Survival-Medizin vom Rüdiger. Noch ist mir sehr warm, aber ich weiß auch, die Kälte kommt dann irgendwann nachts um 4. Mal gucken. Dann gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Ich habe ein bisschen gefroren, aber nicht allzu viel. Es ging. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade am Überlegen, was ich jetzt mache, ob ich mein Lager nochmal umverlege. Da drüben ist noch eine andere coole Stelle. Also ich bin gerade rüber gelatscht. Das hier ist die Stelle. Hier ist irgendwie so ein altes, keine Ahnung was das war. War wahrscheinlich mal ein Dach. Jetzt sind es nur noch ein paar Balken. Aber hier liegen überall noch so Teile davon rum und Stämme. Was ganz geil ist, weil Baumaterial und Feuerholz. Und generell sieht es hier besser aus mit Feuerholz. Ich habe hier auch den Wasserzugang. Und da drüben ist mein Camp, wo mein Boot steht. Das gehe ich jetzt noch holen. Also mein neues Zuhause. Diesen Tisch, den hier irgendjemand gebaut hat, kann ich wegnehmen. Dann kann ich hier liegen und da Feuer machen. Ich weiß nicht, warum das gestern eine Stunde oder so gedauert hat und jetzt eine halbe Minute. Falsches Ausgangsmaterial. Mit Kaffee sieht die Welt schon gleich viel besser aus. Das Praktische an dem Platz hier ist, dass ein Haufen Stämme rumliegen und hier quasi auch schon so ein bisschen eine Konstruktion angefangen ist. Oder beziehungsweise das war, glaube ich, einfach mal ein Shelterdach, aber es ist eingefallen. Sieht auch so aus, als wäre hier lange niemand mehr gewesen. Fischfang wäre natürlich cool. Mal gucken, ob das klappt. Heute Nacht war leider nichts. Ich schaue dann, dass ich einen zweiten Köderfisch bekomme und hau dann noch eine zweite Köderfischroute raus. Das erhöht natürlich die Chancen dann etwas. Und dann heute Abend kann ich vielleicht nochmal mit dem Kajak rausfahren. Also Plan jetzt, Shelter bauen. Tatsächlich sind die Dinger hier extrem lose, einfach nur im Boden. Ich habe zwar ein bisschen Schnur mit, aber hier liegt auch überall irgendwas rum. Ich sammle mir jetzt ein bisschen was zusammen und dann mache ich den Mittelbalken drauf. In die Mitte mache ich auch noch einen Balken. Der hält so ein bisschen die Plane dann oben.
Ich glaube, gegen das seitliche Wackeln bräuchte ich auch noch eine Stütze. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ich versuche jetzt noch das Ganze so gut wie es geht abzuspannen. Ja. Ein guter Trick, um eine Plane ohne Ösen festzumachen, ist, sich einfach irgendein Steinchen, einen Tannenzapfen etc. zu nehmen, irgendein Stückchen Holz, das da drin einzuwickeln und dann da den Knoten rumzumachen. Wenn man ein Loch macht, dann ist natürlich das Risiko, dass die Plane reißt. So sieht sie aus, die gute Stube. Da oben fliegt ein Adler. Ich versuche schnell das Tele drauf zu kriegen. Das Feuer nervt mal wieder, der ganze Rauch zieht wieder hier in die Bude. Im Übrigen ist hier überall Sand und es passiert auch nichts, wenn ich keine Steine da links rumlege. Zum Thema Shelter. Also, ich habe kein Tarp mitgenommen, weil mein Plan war, was aus Naturmaterialien zu bauen. Und wahrscheinlich werden jetzt wieder einige kommentieren, da liegt zufällig eine Plane. Aber das Ding ist, ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher schon 3 Planen gefunden. Also wir sind halt hier in Europa, hier gehen andere Leute auch campen. Sonst bleibt Müll liegen. Es bleibt überall Müll liegen. Da hinten ist schon wieder ein Riesenhaufen mit Flaschen im Wald. Ist zum Kotzen, aber gut, ist halt so. Und ich denke mir halt, ich spare mir die Kalorien, hier ein Dach aus Naturmaterial zu bauen. Muss dann auch nicht die ganzen Pflanzen dafür abreißen und so weiter. Ja, steck einfach meine Energie lieber in irgendwelche anderen Sachen hier. Ich versuche mir was zu essen zu fangen. Ich habe hier noch 3 Pilze von gestern. Wegen der Nachtkerze war ich ein bisschen skeptisch, weil die hat so einen säuerlichen Geschmack. Aber ich habe das Ding gut vertragen. Mal gucken, ob ich noch mehr davon finde. Eigentlich ist es eine sehr gute Gegend dafür. Die wachsen in der Regel auf so Kahlschlagsflächen. Überall, wo es trocken ist, damit kommen die sehr gut klar. Es läuft so viel besser als gedacht mit Regenwürmer finden hier. Ich habe echt schon eine ganze Menge hier rausgeholt unterm Moos. Man muss so ein bisschen darauf achten, dass es auch nass ist an der Stelle. Habe ich gemerkt. Sonst haben die keinen Bock. Ich gehe jetzt noch mal eine Runde und versuche Köderfische zu fangen. Was ja bisher, bis auf gestern, noch nicht so gut geklappt hat. Mal gucken, aber ich habe jetzt jede Menge dicke, fette Regenwürmer. Irgendwas wird da schon dran gehen. Nein! Oh nee. Es ist viel schwieriger jetzt im Herbst, wo das Wasser kalt ist. Also im Sommer. Vielleicht geht es mit so einem Wurm, der hier so ein bisschen lebendiger ist. Ich muss rüber, ich baue einen neuen Haken. Aber es sieht nicht gut aus. Ich bin jetzt hier echt schon lange. Also ich habe das Köderfischfang jetzt erstmal aufgegeben. Ich gehe jetzt eine Runde in den Wald, schau mal, ob ich noch ein paar Pilze und Pflanzen looten kann. Ein Dach. Keine Ahnung, was das mal war. Aber hätte man sich reinlegen können. Keine Ahnung, was das ist. Sieht witzig aus mit diesem Bobbel in der Mitte.
ist das für ein Pilz? Das Problem ist ein bisschen, dass das meiste einfach schon drüber ist. Butterpilze, aber auch schon relativ alt. Muss mal gucken. Nee. Durch. Der sieht noch gut aus. Also die Maronenröhrlinge sind irgendwie alle schon tot von der Kälte. Lieber nicht. Der ist noch okay, würde ich sagen. Auch Matsch. Das hier ist der Glimmertintling. Den kann man notfalls auch essen. Ist aber giftig in Kombination mit Alkohol. Ja, und schmeckt auch. Naja, geht so. Auch ein sehr schöner Pilz. Falls ich doch noch einen Trip schieben möchte. Ne. Hinüber. Man riecht es schon von weitem. Von der Stinkmorchel kann man das Anfangsstadium, das Hexenei zumindest essen. Angeblich isst man in China auch den Stiel und kultiviert die Dinger. Ich habe es einmal probiert, ich konnte nicht ran. Es riecht so ekelhaft. Der ist noch gut. Oh, eine Heidelbeere. Nice. Gibt noch ein paar, aber eher vereinzelt. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Lorchel. Die giftigen Lorcheln wachsen eigentlich im Frühjahr, deswegen wundert mich ein bisschen, aber ich muss nachgucken, was das ist. Keine Ahnung. Könnte irgendeine Form von einer Herbstlorchel sein. Ich denke, die Stiele kann man zumindest auf jeden Fall noch nehmen. Also Leute, ich habe gerade diese Waffel hier in meiner Jackentasche gefunden, von der ich nicht mehr wusste, dass sie existiert. Ihr könnt jetzt Wetten abschließen, ob die Waffel am Ende der 4 Tage noch da ist oder nicht. Die Butterpilze, die haben so eine schleimige Haut, die ist nicht so lecker, die kann man aber abziehen. Es ist jetzt 18 Uhr, der Regen hat gerade ein bisschen nachgelassen. Ist jetzt meine letzte Chance, nochmal rauszufahren. Also ich glaube, so langsam hat es keinen Sinn mehr. Upsi, ich habe meine Pilze, glaube ich, ein bisschen anbrennen lassen, weil das ganze Wasser verdunstet ist. Ich hoffe, es ist noch genießbar. Erstmal Salz. Ist eigentlich ganz nice mit so ein bisschen Röstaroma. Eigentlich besser als so weich gekocht. Was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Erstens, meine Erkältung ist weitestgehend weg. Und zweitens, es ist wärmer geworden. Ja, Plan für morgen ist, Bucht ein bisschen erkunden gehen, Wildpflanzen suchen, Pilze suchen weiterhin, angeln und mal gucken, was der Tag so bringt. Mein Plan-Shelter hier hat bisher sehr gut dicht gehalten. Ja, das war in meinem Tee. Die heutige Mischung: Fichte, Wasserminze, Spinne. Das
Das war Spinnenbein, glaube ich. Trinkwasserversorgung in Extremsituationen von irgend so einem Johannes Vogel. Hier haben wir's. Wasserschnecken, Zeiger für verschmutzt. Guten Morgen. Die Nacht war warm, aber rauchig, weil der Wind die ganze Zeit gedreht hat und mir den Rauch in den Shelter gepustet hat. Dementsprechend habe ich jetzt auch Halsschmerzen, als hätte ich 3 Schachteln Kippen geraucht. An den Angeln ist genau nichts passiert heute Nacht. Kein Mucks. Ich weiß nicht, wie der Fischbestand hier ist. Ich weiß nur, dass es Hechte gibt, weil ich einen gefangen habe. Der Wacholder hat auf jeden Fall einen besseren Brennwert als die Fichte und die Kiefer. Ich habe es geschafft, das Feuer über Nacht anzulassen, aber ich war auch, glaube ich, bestimmt 8 Mal oder so wach und habe neues Holz draufgelegt. Ich versuche jetzt, wenn es geht, das Feuer anzulassen. Deswegen haue ich jetzt so ein paar große Stücken drauf, auch teilweise nasse Stücken, die langsam durchbrennen. Dann kann ich losfahren und muss mir keine Sorgen machen, dass das Feuer halt ausgeht. Diese Holzungsfläche hier möchte ich da nochmal auschecken gehen. Mal gucken, was es da an Pflanzen gibt. Bin hängen geblieben. Scheiße. Jo, Glück gehabt. Es geht natürlich vom Boot besser, aber wenn du bei einem Hänger in die andere Richtung ziehst, dann ist die Chance, dass er sich löst, viel, viel größer. Junge! Ich fass es nicht. Ich hab was. Oh, ich glaube, es ist nur klein. 45 cm ist das Mindestmaß hier für Hecht. Ich glaube, der wird drunter sein. Das sieht ziemlich klein aus. Ist besonders gut, dass mein Zollstock bei 20 anfängt. 40. Nee, ist knapp drunter leider, muss zurück. Okay, hat sich selber abgehakt. Ist eh gut. Also ich bin jetzt hier, glaube ich, am Abfluss vom See. Mal gucken, ich paddel da mal noch ein Stück rein, solange die Strömung noch nicht vorhanden ist. Ich bin jetzt hier hinten im Wald nochmal ausgestiegen und hier gibt es vereinzelt immer mal noch ein paar Blaubeeren, aber ja, sehr wenige. Aber trotzdem ein kleiner Snack zwischendrin. Preiselbeeren sind auch noch ein paar am Start. Immerhin. Ich muss sagen, die wenigen Blaubeeren, die es hier noch gibt, sind dafür sehr süß. Ich werde jetzt mal zurückfahren und nochmal diese Brachfläche auschecken auf dem Weg noch angeln. Was haben wir hier? Leider keine Pfifferlinge. Aber dafür gibt es eine ganze Menge davon. Das müsste die Königskerze sein. Gutes Klopapier.
Hier sind überall Himbeersträuche, aber ich habe noch keine einzige Himbeere da dran gefunden. Oha, das sieht komplett frisch aus. Ist es auch. Das wäre natürlich extrem geil, den Elch zu finden. Das sind aber richtige jetzt. Hier ist so ein kleiner Bachlauf. Und ringsrum wachsen überall Brennnesseln. Ich denke, ich nehme mir davon ein paar mit. Ich bin jetzt hier auf so einem Waldweg. Und hier wachsen noch ein paar relativ junge Butterpilze. Die sehen viel besser aus. Sehen gut aus. Einen Fußabtreter habe ich jetzt auch. Einige meiner Zuschauer haben kommentiert, dass mein letztes Survival-Video fake war, weil mein Bart nicht gewachsen ist. Und ich habe geantwortet, dass mein Bart einfach nicht wächst. Aber das war nicht ganz richtig. In Wahrheit halte ich meine Werkzeuge nämlich einfach immer so scharf, die wollen einfach nicht. Die haben gar keinen Bock. Ja! 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 Nice. Ich glaube, mein Fehler war, dass ich einen zu großen Regenwurm dran gemacht habe. Die sind heute auf jeden Fall sehr wählerisch. Ja. Oh, ein Barsch. Mini-Barsch. Ich glaube, der Trick ist tatsächlich einfach nur so einen Fetzen dran zu machen. Oder so einen ganz kleinen. Ich glaube, die werden auch einfach jetzt gerade erst aktiv. Uiuiui. Noch einen großen. Also Plan ist, ich behalte mir 2 kleine als Köderfische, vielleicht auch 3. Und den Rest koche ich mir zu einer Suppe. Gut, also ich nehme jetzt hier einfach diesen glühenden Nagel aus dem Feuer. Und dann schmiede ich mir den hier ganz einfach zum Angelhaken. Zum Härten muss ich den natürlich noch kurz abschrecken. Dann knote ich mir hier ein stabiles Band dran. Natürlich mit einem fachgerechten Knoten. Die Boviste, die habe ich mir extra als Köder aufgehoben. Die kommen jetzt hier drauf. Das können ruhig auch mehrere sein. Je größer das Bündel ist, desto besser funktioniert der Köder. Dann sieht es so hier aus. Und jetzt muss ich das Ganze eigentlich nur noch auswerfen. Und soll dann nicht lang dauern, dass wir auch was fangen damit. Also Plan jetzt ist Ruten anködern und ins Wasser. Ich muss mir wieder eine Ködernadel machen. So kann ich machen. Ja, und dann ist der Plan, was zu essen zu machen.
Ich denke mal, ich mache mir die Pilze heute und die Fische morgen. Das hier ist ein Weibchen mit Rogen drin. Den Rogen hebe ich auf. Komm, was soll der Geiz? Heute gibt es ein Fest. Den habe ich überhaupt nicht ausgenommen. Sinnlos. Durchgegart in 30 Sekunden. Geil! Es gibt was zu essen! Salz fehlt noch. Heute sind die Pilze ein bisschen schleimiger als gestern. Mal gucken. Kann noch ein bisschen Salz. Naja, so ein bisschen angeröstet war schon geiler, muss ich sagen. Und mein brachialer Fang von heute. Ein massives Filet. Ja, Butterpilz. Geschmack ist gut, Konsistenz ist sehr schleimig. Also Tag 3 geht zu Ende. War eigentlich ein guter Tag. Heute Morgen hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen vom Rauch die ganze Zeit, aber es ist dann weggegangen. Naja, viel Fisch gab es nicht. Ist halt so. Kann nicht immer klappen. Morgen letzter Tag. Ich werde dann auf jeden Fall auch nachmittags, abends zurückfahren zum Auto, weil ich übermorgen frühzeitig los muss und wieder nach Deutschland fahre. Ja, Angeln war bisher eher so semi-erfolgreich. Vielleicht klappt es morgen noch mit einem Hecht. Kann ja nicht immer klappen, sonst wäre es ja nichts Besonderes mehr. Für die heutige Lektüre habe ich mitgebracht Primitive Technology von John Plant. Das Licht auf dem See ist richtig magisch gerade. Ich habe da hinten in der Bucht gerade einen ziemlich fetten Fisch gesehen, der gesprungen ist. Ich denke ein Hecht. Ich fahre da jetzt hin und probiere mal. Ich möchte diesen Hecht, weil ansonsten an den Angeln ist heute Nacht wieder gar nichts passiert. Ich weiß nicht, ob es hier Aal und Zander gibt. Jetzt. Alter. Denkt wirklich scheiße. Ah, man, komm. Köderfisch eingezupft. Und auf einmal Widerstand gespürt. Und dann erstmal nehmen lassen. Weil der Haken so weit vorne am Kopf ist vom Köderfisch. Und dann habe ich einen Anhieb gesetzt. Yes! Jawolla! Der ist auf jeden Fall maßig, der hat über 50. Der ist tot. Ich habe den jetzt erstmal gesichert und ich habe außerdem beim Töten, glaube ich, die Gallenblase kaputt gemacht. Deswegen muss ich den jetzt hier ausnehmen. Sonst schmeckt es ekelhaft. Aus meiner Erfahrung, wenn du die Gallenblase kaputt machst, ist kein Ding, solange du den dann einfach nicht in der Flüssigkeit liegen lässt. Gut, den Rest, den Rogen lasse ich erstmal drinne. Den kann man auch essen. Ist auch wieder ein Weibchen. Im Übrigen so 55 cm, also locker maßig. Auf jeden Fall schöner Fang.
Schön, dass es doch noch was zu essen gibt und vor allem schön, wie mein Plan aufgegangen ist. Ich denke, ich mache so ein Bushcraft Barbecue. Dazu brauche ich ein paar grüne Zweige. Das ist der Faulbaum, der wächst hier überall. Irgendwie wächst ja auch nichts anderes. Den kann ich leider nicht nehmen, da seine Rinde eine stark abführende Wirkung hat. Habe ich vor ein paar Tagen gelernt. Oh, 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 oh. Junge! Alter, ein Angriff. Geil, Essen. Au, heiß, au. Den Rogen vom Rotauge und vom Barsch habe ich noch. Den grill ich mir auch noch eben hier. Geil. Geil, geil, geil. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich diesmal gar nicht so Hunger habe. Ich habe das Gefühl, ich bin viel mehr in diesen Fastenzustand gekommen als bei dem Experiment auf der Insel. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Ich habe jetzt eine Weile wieder angefangen, mich ketogen zu ernähren, sprich kohlenhydratfrei. Dabei passiert tatsächlich genau das Gleiche, was beim Fasten passiert, nämlich dass der Körper in Ketose kommt und anfängt, Fett als Energieträger zu nutzen. Da ich diesmal die ersten 3 Tage eigentlich fast nichts gegessen habe, bis auf die paar Pilze, die wirklich sehr wenig Kalorien enthalten, hatte ich das Gefühl, dass ich einfach besser in Ketose gekommen bin und dadurch mehr Energie hatte und mich einfach auch viel energiegeladener gefühlt habe. Ich hatte am Anfang ein bisschen Hungergefühl, aber jetzt heute eigentlich gar nicht bisher. Gestern auch nicht wirklich. Und ich habe mich ja wirklich bewegt. Dazu ist es hier noch kalt. Also ich glaube, die meiste Energie geht eigentlich über das Körperaufwärmen flöten. So, probieren wir Hechtrogen. Ehrlich gesagt, nicht schlecht. Der Rogen enthält natürlich auch viel mehr Wertvolles als das reine Muskelfleisch. Da ist im Grunde genommen alles drin, was der Babyhecht dann braucht, um starten zu können. Ich frage mich nur, wozu ich mir Löffel und Gabel gemacht habe, wenn ich dann doch mit den Fingern esse. Aber naja. Ach ja, und nochmal zu dem Inselthema. Erstens war mein Fehler, dass ich sehr viele Kohlenhydrate davor gegessen habe. Und der nächste Fehler war dann, dass ich zu viel gegessen habe auf der Insel tatsächlich. Meine Theorie ist, dadurch, dass ich so viel Fleisch gegessen habe und was quasi so gut wie kein Fett enthält, konnte mein Körper nicht so richtig in Ketose kommen. Und nur deswegen habe ich mich
zeitweise irgendwie so schwach gefühlt da. Also ich habe jetzt hier die Rotaugen und den Rest vom Hecht ausgekocht mit so ein paar Lorbeeren noch, Salz reingehauen. Und man sieht, dass auf dem Wasser kleine Fetttropfen drauf schwimmen. Also es enthält schon Fett, nur das Verhältnis zwischen Fett und Eiweiß ist natürlich ja, viel zu viel Eiweiß, zu wenig Fett. Wenn man das auskocht und dann quasi die Flüssigkeit trinkt, nimmt man das ganze Fett auf. Also ich werde jetzt hier die Reste, die Knochen und so weiter raussortieren, mir noch ein bisschen Fleisch davon ablösen und dann die Brühe davon trinken. Hier sieht man nochmal, was das Ding für eine Zähne hat. Deswegen nimmt man das Stahlvorfach, weil die sind auch sackscharf. Ich wollte gerne noch die Erfahrung mit der selbstgemachten Kukri teilen, vor allem mit der Performance vom Stahl. Ich habe das Ding wirklich richtig massakriert, sandiges Holz und alles gehackt jetzt gerade und es ist immer noch scharf. Es ist immer noch richtig scharf sogar. Schockbelastung ist auch kein Ding. Ich habe richtig fette Stämme damit durchgehackt, Baum gefällt. Einziges Ding ist, hier vorne ist so eine Mini-Delle drin. Ich weiß nicht, wo ich da reingehackt habe, aber man kann sehen, dass es so ein bisschen umgebogen ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass es an der Stelle zu dünn geschliffen ist. Und das habe ich auch gemerkt. Ich bleibe oft, wenn ich hier vorne hacke, im Holz eher stecken. Ja, Griff ist recht glatt, muss man sagen. Das ist halt, weil es poliert ist. Rein fürs Handling wäre es eigentlich besser, das Ding rau zu schleifen. Griffform ist ziemlich gut, liegt gut in der Hand, ist aber noch nicht 100% on point. Hier vorne ist so ein bisschen eine scharfe Stelle, das merkt man am Finger nach einer Zeit. Ist die Kukri die beste Wahl für den nordischen Nadelwald? Ich würde sagen nein. Ich würde sagen, die Axt ist besser. Wenn ich zwei Sachen mitnehmen würde, würde ich eine Säge und ein Messer nehmen vermutlich. Man merkt, ich kann hier mit einem Schlag durch dünne Zweige und sowas durchhacken. Und Blattwerk beiseite räumen und so, alles, das geht alles top. Aber tatsächlich war hier eine der Hauptaufgaben, einfach Feuerholz zu organisieren und dafür ist einfach die Axt besser geeignet. Es ist jetzt langsam später Nachmittag, ich packe jetzt alles zusammen und dann mache ich mich auf den Rückweg. Ich habe noch so 4-5 Kilometer zu paddeln. Das Camp habe ich abgerissen. Plan habe ich mir hinten aufs Boot gepackt. Ich hau jetzt ab, schaue, dass ich zurückkomme, bevor es dunkel ist.
Ich bin zurück am Auto, aber es gibt jetzt noch 2 Fragen zu klären. Die Waffe ist noch unversehrt. Und für die zweite Frage muss ich mich noch umziehen und die Waage raussuchen. So, schauen wir mal. 3 Kilo zugenommen. 2,5 Kilo abgenommen. Also dann danke fürs Zuschauen. Ich hau mir jetzt diese Hackbällchen hier rein, die ich mir extra aufgehoben habe. Und 4 Tage darauf gewartet habe. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren und Video kommentieren. Auch gerne Hasskommentare, auch die pushen den Algorithmus.